Ha, moin Leute, herzlich willkommen zu Fußmarsch in MV. Wir marschieren heute wieder einmal durch die Sonderkulturen durch, fangen direkt wieder an mit dem Senf. Senf, habe ich euch schon letztes Mal gesagt, leider Gottes, der Rapsglanzkäfer hat nahezu alle Knospen weggefressen. Ja, also mein Gedanke auf Landschutz zu verzichten war nicht so geil in diesem Sinne, wenn ihr euch das mal anguckt, ja, wie wenig Schoten hier noch dran sind. Die sind zwar jetzt noch alle grün. Ja, aber wenn man sich das hier mal ansieht, teilweise gar nichts. Das ist schon sehr, sehr traurig. Also der Gedanke, da auf Landschutz zu verzichten, ja, der hat im Prinzip für einen Totalausfall geführt. Also im Raps ist das so, hält sich das vielleicht ein bisschen mehr in Grenzen. Aber im Senf muss ich das definitiv nächstes Jahr vernünftig machen und dem Ganzen hinterherkommen. Weil sonst sehen wir das, was wir jetzt gerade haben. Nämlich nahezu ein Totalausfall. Also ich werde, glaube ich, von die 3 Hektar Senf vielleicht 1 Tonne ernten. Und dann, glaube ich, sind wir schon gut. Dann haben wir 1 Tonne für Öl und Senf wird es dann wohl nicht geben, weil wir wollten ja einen Teil zu einer Manufaktur bringen und Senf herstellen lassen. Eigenen Senf. Leindotter, ja, da ist die Melde jetzt ein bisschen durchgegrünt, aber im Gesamten doch sehr zufriedenstellend. Reift jetzt hier ab. Ja, die unteren sind schon fast ein bisschen reif. Dauert aber noch ein bisschen. Ja, wir müssen hier noch mal ein bisschen durchgehen. Die Sonnenblumen sind natürlich, die wollen wir hier nicht drin haben. Die Melde kriegen wir rausgereinigt. Ich meine, die Sonnenblumen letztendlich, die werden ja nicht reif, bis wir den Leindotter dreschen. Den dreschen wir in 3 Wochen. 2 Wochen würde ich eher sagen. Den dreschen wir in 2 Wochen. Und bis dahin ist der jetzt nicht reif oder sind die jetzt nicht reif. Aber es ist einfach grünes Material, was da durch den Drescher geht. Wie ihr seht, ich habe ja in der letzten Folge gesagt, wir mulchen erstmal den Rand noch ein bisschen weg. Für die Feldhygiene haben wir gemacht. Da hinten haben wir ein bisschen mehr gemulcht. Und auch den Schwarzkümmel haben wir gemulcht, aber das zeige ich euch gleich. So, wie ihr seht, haben wir beim Mohn ein bisschen mehr weggemulcht. Habe ja euch gesagt, hier am Rand, also ist ein bisschen Klatschmohn mit bei. Den wollen wir da nicht mit zwischen haben. Hier sind jetzt vielleicht noch 1, 2 Pflanzen, aber das ist nicht die Welt. Hauptsächlich, ja, der normale Mohn steht jetzt ganz gut, außer hier vielleicht so diese kleine Sandstelle. Ja, aber da in den normalen Bestand wird es nachher ganz gut. Den können wir auch relativ hoch dreschen, sodass wir hier unten die Beikräuter gar nicht mitkriegen. So, gehen wir hier ein bisschen rein. Sieht ganz gut aus, also da bin ich sehr positiv überrascht. Obwohl da viele gesagt haben, die Aussatzstärke ist viel, viel zu gering, bin ich doch zufrieden, dass das gut geklappt hat, um ehrlich zu sein. Da das kein totaler Reinfall war. Das Saatgut war auch extrem teuer. Und wenn wir uns jetzt hier mal eine Kapsel aufmachen, ja, das reift natürlich so weit ab nachher, dass das Material richtig in der Kapsel raschelt. Ja, hier die Körner, die ersten Körner werden natürlich schon ein bisschen rausfallen. Aber es ist bei weitem noch nicht da, wo wir nachher sein wollen und werden. Und so sehen die jetzt bis jetzt aus. Ja, ich kann das noch schwer abschätzen, wann der reif sein wird. Aber ich würde jetzt auch so sagen, 2 Wochen wird er wohl auch brauchen. Müssen wir gucken. Da muss natürlich alles super dicht sein im Mähdrescher. Weil der ist ja so fein. Ich habe auch da mal im Internet ein bisschen geguckt. Die Mohn dreschen. Die verzichten ja grobesgehend komplett auf die Reinigung, auch mit Wind. Und die dreschen den halt sehr, sehr dreckig und reinigen den dann im Endeffekt nach. Ja, kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, dass wir das dann auch so machen werden. Sodass wir da wenig Verluste hinten raushauen. Ne? Jetzt haben wir hier den Schwarzkümmel und da habe ich auch gesagt, den mulchen wir jetzt weg. Der war ja nur noch dreckig. Das ging ja gar nicht. Und auch wenn man hier so guckt, das meiste, was da jetzt zwischen stehen geblieben ist, ist nicht der Schwarzkümmel, sondern ist einfach das Stiefmütterchen. Ja? Ich meine, die Hummeln sind hier noch unterwegs, bisschen Schwarzkümmel blüht ja hier noch. Aber das meiste, was ihr hier alles seht, ist alles Stiefmütterchen. Obwohl wir es gar nicht stiefmütterlich behandelt haben. Hahaha. Ich habe überlegt, ob ich den mir verkneife, aber der hat irgendwie auf der Zunge gekitzelt. Also Schwarzkümmel, alle guten Dinge sind 3. Nächstes Jahr haben wir ihn. Nächstes Jahr geht ab. Iberischer Drachenkopf. Ja, kann ich noch gar nicht einschätzen, wann der reif sein wird. Aber geht wohl los, ja, wie man das hier wohl sieht. Hier oben. Man muss ja anfangs auch aufpassen, vielleicht, obwohl das scheint nicht so ein Fruchtstand zu sein, dass der zum Ausfallen neigt, aber vielleicht doch.
Wenn der sich nachher öffnet, fällt das hier vielleicht sehr, sehr leicht raus. Also so sehen die Samen aus. Das Schwarze, was ihr hier seht, oder das Dunkle, das Bräunliche. Also reift jetzt hier langsam ab, geht langsam los. Man muss den natürlich auch super flach dreschen, super tief dreschen. Ah, jetzt ein Draper-Schneidwerk, Leute. Das wird hier einfach so durchfahren, ohne Probleme. Riecht aber sehr angenehm. Richtig, richtig nach Kräutern riecht das hier drin. Die Blüte soll auch eine richtige Bienenoase sein. Ja, aber ich glaube, das dauert jetzt auch noch 3 Wochen. Ach, ich kann das noch nicht in den Sonderkulturen, Leute, kann ich das noch nicht abschätzen. Ja, ein bisschen Melde ist auch hier überall durchgekommen. Ich glaube, das kriegen wir aber alles. Das kriegen wir, glaube ich, alles hin. Das sollte dieses Jahr was werden, sodass es, habe ich Schwarzkümmel gesagt? Iberischer Drachenkopf. Sodass es iberischer Drachenkopföl geben sollte. Und ich habe das einmal in meinem Leben probiert und habe das wahnsinnig gut in Erinnerung. So, auch hier seht ihr, haben wir den Rand weggemulcht. Das treibt natürlich jetzt wieder ein bisschen danach aus. Tendenziell, glaube ich, riecht richtig zitronig. Tendenziell, glaube ich, ist das auch eine Kultur, die sehr interessant in der Zwischenfrucht ist, weil sie super schnell den Bestand schließen kann. Ist vielleicht ein bisschen zu klein für Biomasse, aber könnte eine gute Beimischkomponente sein. Jetzt kommen wir mal zu unserem Öllein. Wir haben ja den nachgedrillt. Ja, direkt, also tatsächlich zwischengeschlitzt heißt ja, hat letztens einer gefragt, was heißt das? Ohne Bodenwerkzeuge, tatsächlich nur ein Schlitz in den Boden, Saat rein, fertig. Ja, hoffentlich ist der nicht zu spät, aber Brudi, wenn der doch, sieht der richtig gut aus. Ich meine, der Unterschied sieht man jetzt hier. Also hier wäre der, wenn er jetzt normal zeitlich reingekommen wäre. Ihr seht, also der ist jetzt hier am Abreifen. Und das ist im Prinzip der nachgesäte. Und der hat natürlich vom Wasser alles mitgenommen, was er so mitnehmen kann. Also da, klar, in der super Dürre im Boden reingelegt, aber kam trotzdem raus. Und auch jetzt, das ist ein schön dichter Bestand. Also da reagiert der Öllein anscheinend sehr, sehr gut drauf, wenn man den einfach nur drillt. Ich habe ja gesagt vorher, das war zu viel Bodenbearbeitung. Bei der Tigerdrill war das Saatbett nicht vernünftig zurückgesetzt, nicht vernünftig abgesetzt, sodass der letztendlich ja, einen schlechten Feldaufgang hatte. Das sieht mega gut aus und da hoffen wir mal, dass das auch vernünftig abreift. Weil das ist schon mindestens einen Monat Unterschied in der Abreife. Gut, jetzt kommt hier der Sommer dazu, das kann man nicht richtig vergleichen. 3 Wochen oder 4 Wochen kälter sind nicht gleich 4 Wochen später in der Ernte, aber es ist später. Aber das sieht Bombe aus. Und auch vernünftiger Ansatz. Ja, die Frage ist bloß, wie man das ganze grüne Material nachher vernünftig hochkriegt. Ich habe letztens ein Video gesehen. Da wurde das mit einem normalen Mähwerk ohne Aufbereiter gemäht. Und dann ist der Betrieb 2-3 Tage oder so später mit einem Draper-Schneidwerk und hat das aufgehoben. Und durch das Draper-Schneidwerk hat man ja einen schönen Gutfluss, also kann das Material da schön reinlegen und hat das super flach gedroschen. Also das Material irgendwie zu mähen ohne Aufbereiter, da wird man wirklich wohl jemanden finden, der das machen könnte, wenn das nachher zu grün in der Ernte ist. Als Draper-Schneidwerk, ja doch, würde ich vielleicht auch einen besorgt kriegen, der das machen könnte. Aber nichtsdestotrotz, wir gucken auch noch mal hier rein, also der Bestand ist jetzt wirklich schön. Der sieht gut aus, hat einen schönen Blütenansatz, schönen Fruchtansatz, ist voller Knospen. Der fängt jetzt auch gerade an zu blühen, oder ist der? Ja, der fängt gerade an. Hier zwischen immer noch ein bisschen der vorher gedrillte. Also auch schön sauber vor allen Dingen, oder? So, Färberdistel sieht jetzt auch wirklich hübsch aus, wenn die jetzt so anfängt mit dem Blühen. Aber die fängt auch wirklich gerade an. Also ich würde jetzt sagen, am Wochenende steht die in voller Blüte. Jetzt wird es auch richtig dornig und hart. Brauchen wir hier nicht durchgehen. Auch Bestand schön sauber geworden. Bin ich mit zufrieden. Ich bin auch zufrieden mit dem Lein. So, und dann gehen wir einmal noch durch zum Hanf dahinter. Die Sonnenblumen fangen jetzt auch an zu blühen. Also Wasser war dieses Jahr deutlich mehr für die Sonderkulturen als letztes Jahr.
Wir haben ja letztes Jahr, ich glaube, 0,8 Tonnen im Lein geerntet. Das war ja gar nicht so viel. Das, glaube ich, sollte dieses Jahr besser werden. Färberdistel hatte, glaube ich, im Mittel 2 Tonnen. Die soll ja auf sehr sandigen Boden sehr gut performen. Wir müssen mal gucken. Ich habe eigentlich vor, die nächstes Jahr auf Strip-Till zu stellen. In Einzelkorn. Schauen wir mal, was wird. Aber ansonsten glaube ich, das kann eine Pflanze sein, die, glaube ich, richtig gut performt auf Einzelkorn. Weil die einen schönen Platz hat, ist auch eine Pflanze, die schön verzweigen kann. Vielleicht auf 25 zu packen, also so 25 neben dem Strip oder so 12 neben dem Strip, rechts und links. Genauso wie der Hanf. Der soll im Einzelkorn auch sehr gut performen. Der hat sich auch sehr, sehr gut hier entwickelt. Ja, jetzt hat er hier die ersten Fruchtansätze. Ja, hier sind die Körner jetzt drin. Da. Das heißt, also ich glaube, der Hanf wird auch sehr gut werden. Das sollte ich mindestens das letztes Jahr Ergebnis schaffen, beziehungsweise noch mehr. Ich hatte letztes Jahr 2 Tonnen auf dem Hektar geerntet. Also, nochmal ein bisschen Erklärung. Das ist Körnerhanf. Ja, Körnerhanf hat weitestgehend kein THC-Gehalt mehr. Das heißt, man muss lizenziertes Saatgut kaufen. Ja, die Etiketten muss man auch aufheben und die muss man bei dem Agrarantrag mit einreichen. Mit Aussaatmenge, mit Fläche, mit genauer Kennzeichnung, wo man das Ganze findet. Das Saatgut ist sehr, sehr teuer, weil es lizenziert ist. Also wir liegen hier bei Aussaatkosten um die 300 € auf dem Hektar. Das ist schon relativ teuer, muss man sagen. Aber das, was runterkommt, ist auch nicht gerade wenig Geld. Man muss bloß eine Vermarktung für die ganzen Körner haben. Das ist die große Sache, weil runter bekommt man ungefähr 1000 € pro Tonne in normalen Jahren, 700 in schlechten, 1600 € in guten Jahren. Trocknen muss man noch, reinigen muss man noch. Im Allgemeinen, das ist hier pflanzenschutzfrei. Wir haben hier gar nichts gemacht. Wir haben hier einfach nur gedrillt. Wir haben hier ein bisschen organische Düngung, 20 Kubik Gärreste gefahren. Also komplett organischer Dünger, kein Mineraldünger, gar nichts weiter. Das ist eine sehr, sehr gute Pflanze. Die hat auch eine sehr gute Bodengesundheit oder beziehungsweise sehr gut für den Boden, weil sie ein schönes Wurzelwerk hat. Aber die Vermarktung ist das, wo man mit den Sonderkulturen steht und fällt. Weil hat man eine Vermarktung, verdienen die auch Geld und verdienen ganz gut Geld. Aber haben die keine Vermarktung, dann ist das quasi, ja, na Sondermüll jetzt nicht, aber man wird das einfach nicht los. Also mir haben auch letztes Jahr welche von euch geschrieben, willst nicht noch 10 Tonnen Leindotter kaufen und. Leute, die das anbauen wollten, aber einfach nicht loswerden und genauso ist es mit dem Hanf auch. Körnerhanf sehr, sehr interessant, Faserhanf ist für mich jetzt nicht so interessant. Also man könnte jetzt nicht die Sorte, es gibt Faserhanf, der wird halt größer, der müsste da gesondert geerntet werden. Also nur die Köpfe für die Körner, unten die Fasern, ja, da muss dann nochmal Frost drauf, dann wird das Ganze geborgen. Will ich im Prinzip gar nicht. Ich will einfach nur die Körner ernten. Stroh soll auf der Fläche sein. Dann hinterher hier Weizen in Direktsaat, habe ich letztes Jahr auch gemacht. Hat hervorragend wirklich funktioniert. Da ist kein Hanf drin dieses Jahr, da ist alles schön sauber. Der Feldaufgang war wirklich gut und die Hanfstängel sind jetzt auch nicht mehr weg. Das war die größte Angst, dass das vielleicht bis zum Herbst braucht. Dass das bis in die nächste Ernte geht und die Fasern vom Hanf immer noch da sind und das Dreschen erschweren. Also das ist bis jetzt meine Erfahrung. Und wie man sieht, der steht halt gut. Also ich bin damit definitiv zufrieden. Das ist wirklich eine Kultur, die richtig Spaß macht. Ja, ernten muss man ein bisschen aufpassen. Man sagt, man darf die Pflanze nicht länger abschneiden, als der Rotor Umfang hat, ja, damit es keine Rotorwickler gibt, weil dann kann man im schlimmsten Falle sich den kompletten Drescher in den Arsch fangen. So, das war der Herr Twitch Farming. Also auch hier seht ihr, Feldrandhygiene haben wir auch gemurcht. Also beim Hanf. Was ich noch sagen wollte, also die Sorten sind lizenziert. Das ist hier Sorte Fiona und die haben so einen niedrigen THC-Gehalt. Wir haben noch mal im Stream das Ganze erörtert. Man müsste statt 1 Joint 40 Joints rauchen. 40 Joints, na gut, jetzt ist ja die weibliche Blüte jetzt auch hier vorbei. Man müsste ja, wenn denn, die weibliche Blüte ernten. Die wird ja dann für den Drogenkonsum genutzt und 40 Joints. Das heißt, hiermit kann man absolut keinen berauschenden Effekt darstellen. Was einige ja machen mit diesen Sorten, wird wohl für CBD-Öl genommen. Da wird ja im Prinzip diese Cannabiole aus dem Material, aus dem Blattmaterial und aus den Blüten extrahiert, aber auch sehr, sehr aufwendig mit CO2-Verfahren und. Also wir nutzen das hier für die Körner, für Öl, für Futter und das war es im Prinzip. Ja, man kann das natürlich noch für Nahrung nehmen, aber dann ist der Schritt, also für die Körner, für die Nahrung nehmen.
Aber dann ist der Schritt für die Vermarktung in der Regel noch ein bisschen höher, weil man Leute finden muss, die das dann vermarkten. Man vermarktet das selber oder. Also, so viel zum Hanf gesagt. Nice Kultur, gefällt mir richtig gut. Weil der auch super viel kann mit wenig Aufwand. Und das macht im Prinzip teilweise auch mal Spaß in der Landwirtschaft. Wir haben natürlich sowas wie einen Raps, wo wir alle 3 Tage in der Saison hingucken müssen und müssen den betreuen. Und hier ist im Prinzip, den drillst du und dann fährst du, keine Ahnung, 3 Monate später, 4 Monate später mal gucken, ob du den eigentlich schon dreschen kannst. Das ist eine ganz, ganz interessante Kultur im Prinzip. Genau, wo ich noch stehen geblieben bin, also man auf jeden Fall nicht länger als der Rotorumfang hat dreschen, sonst bekommt man Rotorwickler. Und ich muss sagen, ich bin aus Respekt auch relativ langsam gefahren. Ich bin 2 bis 3 km/h gefahren. Das ist bei weitem nicht am Limit vom Mähdrescher. Und habe das Stroh sozusagen gehäckselt, aber da kommt im Prinzip nur so eine Wolle raus. Ja? Also das Dreschen ist so ein bisschen tricky. Soll auch mit dem Draper-Schneidwerk deutlich besser werden. Also ihr merkt, ich habe heute relativ viel verlangt nach einem Draper-Schneidwerk anscheinend. Also McDon, ihr kennt meine Adresse. Aber der Line, also wirklich wie schön sauber der jetzt ist, so mit dem Nachdrillen. Da haben wir natürlich aus der Not noch wieder ein bisschen was gelernt, dass wir nächstes Jahr doch da die Idee mit der Direktsaat doch aufgreifen. Auch, glaube ich, in allen Sonderkulturen, glaube ich, performt das ganz gut. Ich glaube, man stellt sich immer, oder man hat der Meinung, man braucht vielleicht so ein feines Saatbett für das Ganze. Ja gut, der Boden war ja auch fein jetzt hier nach dem Sand. Aber ich glaube, man tut diesen Sämereien vielleicht auch ganz gut, wenn die nicht in so einen ultra krass fluffigen Boden reinkommen. Wir probieren uns da aus. Wir haben ein paar Jahre vor uns, hoffentlich mit den Sonderkulturen. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Genau. Und dann, ja, vielleicht geht ja nächste Woche Erbsendreschen mal los oder so. Also heute ist der 13. Juli, Donnerstagvormittag. Und vielleicht können wir in einer Woche Erbsen dreschen. Weizen sind wir noch 2 Wochen weg. Leute, vielen, vielen Dank. Bis dann.